In diesem Video tausche ich Strand und Meer gegen Werkstatt-Flair. Keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht. Aber erstmal von vorne. Ich bin gerade mit Sven und Sandra in ihrem Landcruiser sowie Patrick in seinem Van unterwegs. Wir sind seit einigen Tagen in Griechenland, aber 2 von 3 Autos wollen nicht so richtig. Unser Montagmorgen begann mit einem Videotelefonat mit einer Autowerkstatt. Ich habe hier in meiner Reisegruppe aktuell 2 Autoprobleme. Das eine ist ziemlich akut bei Sven und Sandra. Denn das ging am Samstag los, dass der Motor beim Gasgeben sehr geheult hat. Wir waren dann schon mal kurz in so einer kleinen Werkstatt und die meinten, das sei was am Turbo. Da braucht man aber eine Spezialwerkstatt. Jetzt war aber Samstag, deswegen haben wir gestern dann hier auf dem Platz einfach ausgeharrt. Und jetzt heute Morgen eben bei diesem Spezialisten angerufen. Da kommen wir schon zum zweiten Problem. Ich habe nämlich auch ein Problem mit meinem Auto, eigentlich 2. Das Lager von meiner einen Spannrolle ist hinüber und mein Motor läuft auch nicht rund. Und das macht auf jeden Fall Sinn, das auch mal durchchecken zu lassen, was ich jetzt auch machen werde, wenn wir jetzt hier schon die Möglichkeit haben, einen englischsprachigen Dieselspezialisten gefunden zu haben. Der Weg in die Werkstatt war dann doch etwas aufregend. Gerade für Sven und Sandra 80 Kilometer mit einem Schaden am Turbo sind schon etwas sportlich, weil man natürlich Sorge hat, dass noch mehr kaputt geht. Er hat eine ganz starke Vermutung. Ich glaube, er hat recht. Folgende Situation. Er hat sich jetzt Sven und Sandras Auto erst angeschaut und da auch recht schnell oberflächlich eine Diagnose gestellt, was es sein könnte. Bei mir hat er auch reingeschaut und habe auch schon was gefunden, was es sein könnte. Wir warten jetzt aber noch, bis wir in die Werkstatt rein können, weil da sind natürlich noch andere Autos auch da. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen in Geduld üben. Im Reisehinweis des Auswärtigen Amtes steht, Iraner wurden aufgefordert, keine Kontakte mit Ausländern über das normale Maß hinaus zu pflegen. Wir haben versucht, uns bestmöglichst abzulenken. Dafür hatten wir Patrick dabei. Sein Auto funktioniert ja noch und daher war er sehr entspannt und willens, uns durch diese schwere Zeit zu bringen. Gute Zähne für sein Alter, er ist über 70. Ein bisschen blöd wird man auch bei der ganzen Warterei. Wo ist das Baby? Da ist das Baby. Ich mache ein Video, wie ich warte. Das ist schön. Ist das authentisch? Nach einer Testfahrt und den ersten Untersuchungen steht fest, es ist tatsächlich der Worst Case. Dangerous to drive. Der Landcruiser hat einen Turboschaden. Das hieß für uns keinen Meter mehr fahren und wir haben die Nacht auf dem Werkstattgelände verbracht. Es ist sehr früh und sehr kalt. Unter 5 Grad haben wir es gerade, also schon ziemlich frisch. Ich habe gut geschlafen, aber ich bin schon auch ein bisschen angespannt. Also wir versuchen das hier alle, glaube ich, schon irgendwie auch mit Humor zu nehmen. Aber auch gerade, als es gestern um Sandra und Svens Auto ging, habe ich schon gemerkt, dass es mich jetzt auch nicht kalt lässt, weil das natürlich schon irgendwie der Horror ist, wenn man da was an seinem Motor hat und eigentlich noch mehrere Monate Reise geplant hat. Ich bin auch sehr gespannt, was heute bei meinem Auto rauskommt und das macht mich auch ein bisschen nervös, obwohl ich gar nichts tun kann. Das ist ja das Paradoxe. Ich kann überhaupt nichts machen, weil ich kenne mich da einfach nicht aus. Das müssen natürlich die machen. Wir können hier direkt neben der Werkstatt schlafen. Das ist so nett. Haben ja sogar Strom hingestellt bekommen und einen Mülleimer. Ja, dann kann ja hoffentlich nichts mehr schief gehen, ne? Oh, ich fühle mich gerade sehr entspannt. Und wenn du auf den Tag blickst, der vor uns liegt? Das stresst mich schon wieder ein bisschen. Weil ich gerne möchte, dass das fertig wird. Das ist aber mein inneres Problem, weißt du? Mhm. Es liegt nicht in unserer Hand. Nein, das muss ich jetzt wirklich akzeptieren irgendwann mal, weil sonst kann ich so wahrscheinlich auch nicht weiterleben. Nach dem Frühstück kam Peri zu uns. Er hat nach Ersatzteilen gesucht und würde den Turbo komplett ausbauen und nach Athen zur Reparatur schicken. Das Ganze würde dann 2 Tage dauern. Gonna need 2 days, I think. 2 days. Heute ist Dienstag.
Ich verrate schon mal so viel, es wird nicht bei den 2 Tagen bleiben und es wird sich auch noch ein anderes Problem auftun. Also rein in die Werkstatt mit dem Auto und der Turbo wurde ausgebaut. Das war echt aufwendig und hat mehrere Stunden gedauert. Der Turbolader ist ein Nebenaggregat am Motor und verdichtet die zugeführte Luft und so arbeitet der Motor effizienter im Vergleich zu einem Saugmotor, wie ich ihn habe. Das heißt, bei mir kann sowas gar nicht kaputt gehen, weil ich sowas nicht habe. Yay. Aber ich habe sowas eben auch nicht und deswegen ist mein Auto nicht so effektiv. Währenddessen haben wir versucht, uns bestmöglichst die Zeit zu vertreiben. In Griechenland ist übrigens gerade auch Orangenzeit und Perry hat auch ein paar Bäume auf dem Werkstattgelände. Goes this, the exhaust system circulates the air. This is going to live with a bus. With a bus. Okay. Yeah. I'm going to transfer this to Argos and from Argos directly to Athens. Okay. They're gonna pick it. I think it's a little bit late to have an answer today, but tomorrow they're gonna send it back. Das defekte Teil macht sie auf den Weg nach Athen und kommt dann morgen repariert zurück. Perry meinte aber, dass es dann knapp wird, dass morgen das Auto komplett fertig wird. Und damit wird er recht behalten. Weiter ging es dann an meinem Auto. The noise is from this. Ja, exactly. Yeah. It's broken from inside. Probably. Okay. Ja. Jetzt meinte er halt, dass ich so auf gar keinen Fall weiterfahren kann. Und es ist aber auch gerade nicht klar, wer das reparieren kann. Er selbst nämlich nicht. An sich finde ich das jetzt erstmal nicht schlimm, wenn das länger dauert. Mein Problem ist nur, dass ich ein bisschen im Zeitstress bin, weil ich in einer Woche in Thessaloniki sein muss, weil ich eine andere Reise geplant habe, wo auch schon alles gebucht ist. Also ich komme da irgendwie hin, aber mein Auto halt nicht. Ja, diese Diagnose hat mich etwas kalt erwischt. Ich wusste, dass ich da ein Problem habe mit dem Lager von der Riemenscheibe, aber ich war etwas naiv und dachte mir halt, naja, solange es sich noch dreht, so nach dem Motto, solange es noch klappert, ist es ja noch dran. Rückblickend kann ich froh sein, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist. Perry meinte, da habe ich definitiv Glück gehabt. Daher war ich trotzdem total froh, dass sich jetzt alles so gefügt hat mit der Werkstatt, auch wenn jetzt noch nicht ganz klar ist, wie und wo das repariert werden kann. Jetzt reicht mein Wasser nicht mehr. Oh, das geht ja deprimierend los. Die zweite Nacht, der dritte Tag Werkstattcamping. Und ich habe eigentlich gut geschlafen. Die Straße ist hier auch nachts relativ leise. Bin dann nur heute Morgen relativ zeitnah aufgewacht, weil ich dann irgendwie doch angefangen habe nachzudenken, wie das jetzt alles werden wird. Das zählt schon auf jeden Fall zu meinen Horrorszenarien seit Tag 1 mit dem Wohnmobil, dass man mal irgendwo im Ausland mit dem Fahrzeug halt irgendwie feststeckt, weil man ein Autoproblem hat. Und genau das ist jetzt auch eingetroffen. Aber ich muss sagen, es ist nicht so schlimm, wie immer befürchtet, was zum großen Teil auch einfach hier in der Werkstatt liegt. Also Perry und seine Jungs werde ich natürlich auch in der Infobox verlinken. Die sind wirklich super. Die wurden mir auch über einen Umweg empfohlen. Und selbst wenn die mir gerade nicht helfen können, weil sie halt auf Motoren spezialisiert sind und meine Spannrolle ist halt ein Kfz-Mechaniker-Problem, wird der heute für mich rumtelefonieren und irgendwie schauen, dass er jemanden findet. Und das ist halt mega nett. Was machst du da? Ich tausche meine Gasflasche, weil sie ist früher leer, als ich gedacht habe. Und ich bekomme gerade den... Ach, jetzt geht's. Den Deckel nicht ab. Schade, ich wollte nur mal hämmern. Ja. Geht ja gut los heute, ne? Ja. Bin in den letzten Tagen aber endlich mal zum Briefeschreiben gekommen. Das fällt sonst immer ein bisschen hinten runter. Ich habe auch noch echt viele Postkarten, die ich noch schicken möchte. Aber was jetzt eigentlich am akutesten ist, ist eine Postkarte an den Vorbesitzer dieses Wohnmobils, weil der ist immer ein bisschen ungläubig, was ich damit so mache. Jetzt werde ich ihm gleich mal berichten, was bei mir gerade so los ist.
Good morning. Good morning. Πετρελαίου, τόσο ώστε θα έχει και οικονομία πετρελαίου. We have Okay. to check again for spare parts, Okay. and the guy will come here. Another guy? Yeah. Okay, yes, thank you. Ja, er meinte aber, er kann meine Dieselzufuhr einfach ein bisschen geringer machen, dann wird der Rauch auch weniger. Ja. Aber er meinte, das ist jetzt nicht dringend, sondern das andere. Γιατί ο κινητήρας τώρα αυτός. Ich bin richtig rot, weil mich das total anspannt. Es war gerade ein Mechaniker da, der kann es aber nicht machen. Jetzt haben sie noch mal jemand anderen angerufen. Das Problem ist halt wirklich die kurze Zeit in Kombination mit den Ersatzteilen, die nicht da sind oder die bestellt werden müssten. Das ist halt heute Mittwoch. Das heißt, ich habe nur noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Montag muss ich ja eigentlich spätestens weg, weil ich nach Thessaloniki 2 Tage sicherlich brauche. Immerhin bin ich nicht alleine hier und das macht schon einiges aus. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht so gechillt. Also ich bin auch nicht sonderlich gechillt, aber ich glaube, ich wäre schon ein bisschen panischer, wenn ich jetzt hier ganz alleine wäre. Ich bin schon dankbar, dass sie auch da sind. Ja. Ich habe dann noch einen kleinen Ausflug in die Stadt gemacht und wollte meine Briefe abgeben. Die Post hatte aber zu, da war ich etwas genervt. Aber meine Laune hat sich erheblich gebessert, als ich zurückkam und gesehen habe, dass sich Paris Vater höchstpersönlich erbarmt hat, sich meinem Auto anzunehmen. Das ist wirklich mehr als nett, weil das eigentlich keine Reparatur ist, die in das Aufgabengebiet dieser Werkstatt passt. Und die haben eigentlich echt genug zu tun mit ihren anderen Aufträgen, aber sie machen es trotzdem einfach, um mir zu helfen. When the jump down. Okay, okay. Can I turn it? Yes, problem. Ah, oh shit, yes. Tomorrow new. It put. Nice, thank you a lot. Die sind schön warm. Oh. Wir wurden langsam richtig heimisch in der Werkstatt. Am nächsten Morgen durften wir unsere Wäsche waschen und die Duschen durften wir mittlerweile auch schon benutzen. Also fast schon luxuriöser als so mancher Campingplatz. So Sandra, jetzt geht's endlich los. Ja, Aufgeregt? ja. Vielleicht sind wir ja heute schon am Strand wieder. Ja, Ich hoffe, dass bei dir alles gut wird. Ja. Bei mir wurde gestern hier fleißig angefangen, aber es fehlt noch ein Teil. Deswegen müssen wir da heute noch drauf warten. Der Turbolader kam am Vormittag aus Athen und es ging dann auch direkt los mit dem Einbau. Also die Turbine ist jetzt drin. Das Ganze hat wieder relativ lang gedauert. Es ist ziemlich aufwendig, auch dahin zu kommen. Die arbeiten hier von unten und von oben daran. Das Auto steht jetzt bestimmt schon 2-3 Stunden hier. Aber zumindest das Teil ist jetzt drin und jetzt muss halt alles andere drumherum auch wieder eingebaut werden. Was ist deine Prognose? Kommen wir heute noch hier weg? Ich sage ja. Ich bin ganz guter Dinge. Ja, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, wir stehen ja noch eine Nacht. Okay, Werden wir aushalten, Ja. vielleicht auch aushalten müssen. richtig. Ah ja, aber man könnte schlimmer treffen. Ja, natürlich. Ja, man könnte bei dem Wasser am Strand liegen. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen Aber langweilig. das kann ja jeder. Ja, ja. Yes, it's complete. All of it. New gaskets. Amazing, yeah. And it was broken here inside, or? Okay, okay. That's the Ja, problem. ja. If you go on that side. Auch mein neues Teil aus Athen ist eingetroffen und bereit für den Einbau. Es ging also langsam bergauf. It's also not working. That's the oil pressure, yeah? No. Yeah, This no. meter. Der Turbo ist zwar eingebaut und funktioniert, aber nun gibt es ein neues Problem, was Perry Sorge macht und sogar die Ursache für den Turboschaden sein könnte. Daher wird nochmal alles ganz genau durchgecheckt, leider erstmal ohne Ergebnis.
Sandra, erst ging euer Auto und jetzt nicht mehr. Was ist da los? Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwas mit dem Öldruck haut nicht hin. Also kommen wir heute noch hier weg? Ich glaube nicht. Heute kommen wir definitiv nicht mehr weg. It was very difficult, right? Yes. Yes. Yes, I'm sorry. It's very difficult because this pump is for new model. Okay, I get it. And Ja. tomorrow end. Okay. Also das Teil ist drin und das ist schon mal super, aber los kommen wir heute nicht mehr. Jetzt sagte mir der Chef von der Werkstatt hier, ihm ist der Öldruck zu gering. Was ist denn der Solldruck, Herr Borg? Um die 2 Bar so, das wäre okay. Gut. Servus, tschüss. Beruhigende Worte eines Spezialisten aus Deutschland. Valve oil pressure, leaks oil, leak oil. 1 kappa ita, 1 kH. Δεν έχει πίεση λαδιού. Χωρίς να... Morgen früh geschieht Folgendes. Der Toyota-Spezialist nearby kommt wahrscheinlich hierher, bringt eine Apparatur zum Messen des Öldrucks manuell mit einem Manometer. Wenn der Öldruck stimmt, ist alles andere hinfällig. Wenn der Öldruck nicht stimmen sollte, was ich bezweifle, könnte es noch ein Ventil an der Ölpumpe sein, was vielleicht hängt, verdreckt ist, wie auch immer, nicht mehr richtig funktioniert. Dann wird dieses Ventil gereinigt, überprüft. Dann liegt es daran, könnte. Wir bewegen uns im Bereich der Spekulation. Was uns eine weitere Nacht hier beschert. Aber es gibt leckeres Essen. Na Sandra? Ja, wir kümmern uns jetzt. Wuhu. Du kochst Reis. Ja. Ich bin vor vielleicht 5 Minuten aufgewacht und habe gemerkt, dass schon jemand an meiner Motorhaube arbeitet. Hat mich richtig gefreut. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das heute fertig wird. Ich bin heute Morgen und gestern Abend generell irgendwie mega dankbar so, weil einfach alles irgendwie so schön ist. Also auch trotz, dass das jetzt eine blöde Situation ist mit den Leuten. Wir machen es uns hier wirklich verhältnismäßig schön und stehen das zusammen durch. Alle Ohrringe, die ich in meinen Videos immer trage, die sind übrigens handgemacht und die findest du in meinem Shop. Daher kurz Werbung in eigener Sache. Auf beirosagold.com findest du Schmuck in Gold und Silber mit verschiedenen Edelhölzern. Alles hergestellt und verschickt aus unserer Werkstatt in Deutschland. Außerdem gibt es dort handgemachte Messer und auch Rückspiegelanhänger. Den Link findest du auch in der Infobox. Viel Spaß beim Stöbern. Während beim Landcruiser weiterhin nicht ganz klar ist, ob der Öldruck nun so hinhaut oder nicht, geht es bei mir in die finalen Züge. Hast du das bekommen? Ja, Das ist aber schön. als kleines Giveaway, wie auch immer. Auch der Öldruck scheint nun zu stimmen und für Sven und Perry geht es jetzt auf eine Testfahrt. The road here, it's not very nice. It's a little steepery. Perry hat mir erzählt, dass er früher selbst viel gereist ist und ihm daher so viel daran liegt, uns zu helfen, weil er einfach weiß, wie es ist, in einem fremden Land auf Hilfe angewiesen zu sein. Die Gastfreundlichkeit von Perry und seinem Team hat mir Griechenland auf jeden Fall näher gebracht und solche Begegnungen machen das Reisen einfach aus. Gut, das nächste Mal muss es aber nicht wieder unbedingt in einer Autowerkstatt sein. Ja, und für uns ging es jetzt nach 5 langen Tagen Werkstatt endlich weiter.